Eine Sache, die ich über holistische Gesundheit gelernt habe, ist, welchen Einfluss Beziehungen nicht nur auf unsere mentale, sondern auch unsere körperliche Gesundheit haben. Vergiss Ernährung und Lifestyle. Nichts ist mit dem Effekt von Beziehungen zu vergleichen. Platonische, romantische, familiäre. Wir sind biologisch veranlagt, in Beziehungen zu funktionieren, und trotzdem unterschätzt man manchmal die Auswirkung von emotionalen, mentalen Belastungen wie einer Trennung. Das Ende einer Beziehung ist Stress für den Körper, der sogar den Hormonhaushalt und die Gehirnchemie beeinflusst. Und ein gebrochenes Herz ist tatsächlich mehr als nur ein Gefühl, sondern hat körperliche Symptome. Und so normal es auch ist, dass im Leben Beziehungen enden, ist es trotzdem eine Zeit, in der man ganz besondere Fürsorge braucht, um sich davon zu erholen, selbst wenn eine Trennung einvernehmlich und friedlich war. Manche Verbindungen, die zum eigenen Wohl wahrscheinlich gar nicht erst eingegangen werden sollten, hinterlassen Trauma, und die Erholung danach verlangt einem einfach umso mehr ab. Was mir vor 3 Jahren geholfen hat, nachdem ich eine toxische Beziehung verlassen habe, möchte ich heute mit euch teilen, damit, falls ihr euch jemals in so einer Situation befinden solltet, God forbid, ihr den Weg zurückfindet. Und ich glaube, wie gesagt, dass mehr Achtsamkeit und Fürsorge einfach gut tun, auch nach einem friedlichen Beziehungsende. Falls ihr noch mehr Tools oder einfach ein paar sanfte Worte für andere habt, die auch gerade zuschauen, dann schreibt das gerne in die Kommentare, damit sie es lesen können. Es fühlt sich krass an, so viele Jahre, in denen ich jeweils in dem Moment das Ende des Tunnels gar nicht sehen konnte und der größere Sinn emotional überhaupt nicht greifbar war, jetzt rückblickend in ein paar Worte zu fassen. Das ist für mich ein Meilenstein und ich hoffe für manche von euch ein Ausblick in die Zukunft. Nach dem Ende einer traumatischen Beziehung hilft es, sich erstmal klarzumachen, dass das jedem passieren kann, sich auf eine Verbindung einzulassen, die nicht gut für einen ist. Auf den ersten Blick ist das ja ironisch, dass auch jemand, der Liebe und Kraft in sich gefunden hat, generell intentionale Entscheidungen trifft, eine Beziehung eingeht, die nicht gut für einen ist. Tiefer betrachtet ist das aber nachvollziehbar, da man genau, weil man sich diese liebevolle Verbindung zu sich erarbeiten musste und gesunde Beziehungen nicht von Kind an selbstverständlich waren, wieder in ein Szenario ähnlich der ersten Traumata geraten kann. Besser zu erkennen, welche Verbindungen passen und welche nicht, und seine Intuition dabei zu respektieren, muss man lernen. It's wild. Besonders Menschen, die intentionale Verbindungen suchen, können den krassesten Counterfeits begegnen und haben wegen ihrer Vorgeschichte mit Trauma leider ein größeres Risiko für Trauma-Bonding. Deshalb sind ein stabiles Selbstbewusstsein, starkes Unterscheidungsvermögen und Respekt vor den eigenen Grenzen noch wichtiger, um gute Beziehungsentscheidungen zu treffen. Es ist nicht schamvoll, eine traumatische Beziehung zu erleben, und heißt nicht, dass all die bisherige innere Arbeit nichtig ist. Das kann zeigen, welche essentiellen Lektionen nochmal integriert werden dürfen, dass Neues dazugelernt werden durfte und dass manchmal genau dann, wenn man in seinem Licht ist, einfach ein extremer Test auftaucht. Als ich mich nochmal gefragt habe, warum ich mich damals trotz Warnsignal auf eine Situation eingelassen habe, hörte ich nur: I was supposed to be there because I was supposed to learn how it feels when I'm not supposed to be somewhere. Also ich sollte dort sein, um zu lernen, wie es sich anfühlt, wenn ich wo nicht sein soll. Das klingt übervereinfacht, aber es ist richtig gelandet. Es gibt Lektionen in jeder Erfahrung, und auch die schwierigsten Beziehungen und Trennungserlebnisse, die sich anfühlen, als würden sie dich für immer belasten, können Freude und Liebe nicht davon abhalten, wieder in dein Leben zu kommen. Wenn du reflektierst, was passiert ist und wie es dazu kam und welche deine Entscheidungen dazu geführt haben, sei sanft zu dir und verständnisvoll. Überleg aus Neugierde und um zu lernen, nicht um dich für was fertig zu machen. Ich habe in den letzten 3 Jahren in noch mehr innere Arbeit investiert, mir Stück für Stück alle Teile von mir zurückgeholt und die Joanna, die ich heute bin, neu kennengelernt. Und weil sich die vergangene Beziehung auch direkt auf meine öffentliche Arbeit und mein Gefühl dazu ausgewirkt hat, war ein Teil von meinem Prozess auch, mich wieder frei fühlen zu können, hier auf YouTube zu teilen. Das ist zwar eine Sache, die mit öffentlicher Präsenz einhergeht, aber ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass ich mich von dem Druck, wieder präsent zu sein und zu funktionieren, nicht davon habe abbringen lassen, mir meine Zeit zu lassen. Mentale, emotionale Gesundheit geht immer vor, and you cannot rush the process. Und ich habe dadurch auch gelernt, mich darauf zu verlassen, dass mich diese Entscheidung trägt. Ich musste und wollte mich der tiefen Erholung committen. Und ich habe mich jedes Mal, wenn ich Zweifel oder Panik hatte, entschieden zu vertrauen, dass diese Phase, egal wie lang sie dauert, ein Teil von meinem Weg ist, genauso wie das Erlebte. Was ich schon immer gern gemacht habe
und euch nur ans Herz legen kann, ist, sich nach einer Beziehung Zeit zu nehmen für sich. Erstens glaube ich nicht, dass wir dafür gemacht sind, durch all diese Beziehungserfahrungen zu rasen. Aber vor allem verändert das so viel, wenn man sich Zeit nimmt, um zu reflektieren und den Gefühlen, den Gedanken, der Nachwirkung wirklich Zeit zu geben, sich zu zeigen und es zu fühlen und zu integrieren, statt alles ungefiltert mit in eine andere Beziehung zu nehmen. Es ist ein Prozess, der so lange dauert, wie er dauert, weil er sich Stück für Stück entfaltet und sich, während man weiterlebt und auch andere Erfahrungen sammelt, immer mal wieder eine Tür zu dem alten Erlebten öffnet, man eine Erinnerung mit anderen Augen sieht. Und das Nervensystem manchmal einfach auch erst später in der Lage ist, etwas richtig zu fühlen und zu verarbeiten. Das passiert nicht alles auf einen Schlag innerhalb von 2 Wochen oder einem Monat, sondern in dem Tempo, in dem die Psyche die einzelnen Sachen verarbeiten kann. Du kannst dich entscheiden, innere Arbeit zu machen, aber Trauma ist nicht immer zugänglich. Manchmal packt das Bewusstsein etwas erstmal zur Seite, damit man im Alltag weitermachen kann. Und dann kann man in ruhigen Momenten, in denen man stabil und sicher genug ist, wieder dran gehen. Den Moment kann man nicht erzwingen, sondern nur die richtige Atmosphäre und Bedingungen schaffen, um sich öffnen zu können. Mein erster Prozess war, wieder bei mir und meinem Körper anzukommen und achtsamer zu sein. Ich habe das schon mehrmals von erzählt, aber ich hatte damals zum Beispiel keine ausgiebige Haarpflegeroutine mehr. Mein Schlafrhythmus war off. Meine Nerven waren meistens im Flight-Modus und ich musste wieder lernen zu entspannen und mir Gutes zu gönnen, ohne Schuldgefühle. In Ruhe essen, in Ruhe schlafen, meine Haare machen, mein Make-up machen, mich nicht nur funktional anziehen, sondern Outfits, die cute sind, die mir gefallen. Das hat mich alles wieder in Touch gebracht mit meiner genussvollen und sinnlichen Seite. Mir zu sagen, hey, it's safe, du hast Zeit, du darfst genießen, slow down. Was brauchst du jetzt? Was braucht dein Körper jetzt? Was fühlt sich gut an? Ich glaube, es kann jedem helfen, diese sinnlichen Sachen zu nutzen, um Zugang zu sich zu bekommen. Besonders wenn man zum Beispiel körperliches oder seelisches Trauma in Beziehungen erlebt hat. Dich damit daran zu erinnern, dein Körper verdient Sanftheit und Fürsorge. Nach einer Trennung fällt ja oft auch plötzlich erstmal gewohnte körperliche Nähe weg. Dein Kontakt zu deinem Körper und aufmerksame Berührungen sind umso wichtiger für dein Nervensystem. Du kannst deinen Körper unterstützen mit Lebensmitteln, die gut für die Nerven sind, mit Kräutern, Supplementen, Massagen, Laufen, Schwimmen, Tanzen, Musik, dich im Grünen bewegen, an der frischen Luft. Manchmal reichen schon 5 Minuten am Tag mit etwas, was deine Sinne berührt, um deinen Körper zu erleichtern. Deine Stimmung und deine Kapazität, den emotionalen Stress einer Trennung zu verarbeiten, sind an deinen Hormonhaushalt gebunden. Deshalb ist es eine gute Zeit, um auf hormonelle Gesundheit zu achten und zum Beispiel mit der Menstruationszyklus in Einklang zu kommen. Der Körper hat in jeder Zyklusphase etwas andere Nährstoffbedürfnisse und braucht in der Zeit vor und während der Blutung zum Beispiel mehr Ruhe. Deinem Zyklus entsprechend auf dich zu achten, kann dir helfen, deine hormonelle Gesundheit und damit auch deine Stimmung zu verbessern. Wirklich tief ausruhen und dir so lange und so viel Ruhe zu geben, wie du brauchst, zählt auch zu den Bedingungen, die du schaffen kannst, um deinem Körper und deinem Bewusstsein zu zeigen, dass es jetzt sicher ist, anzukommen. Ich habe zum Beispiel meinen Schlaf besser geschützt, mich an eine Abendroutine gehalten, die mich runterfallen lässt, an eine Morgenroutine, die mich in der richtigen Energie aufwachen lässt. Klar, life happens, es kommen Sachen dazwischen, aber wenn du es bewusst zur Priorität machst, nutzt du auch eher jede Gelegenheit, um dich auszuruhen. Im tiefen Schlaf heilen wir uns, ohne was machen zu müssen. Und sobald man nach traumatischen Erlebnissen erstmal wieder in Ruhe und in Sicherheit ist, zeigt der Körper erst seine ganze Erschöpfung. Und man braucht noch mehr Ruhe. Mach eher, was dich entspannt, was dir Kraft gibt. Das ist eine Zeit, um deine Ressourcen aufzufüllen. Du darfst dich ausruhen. Dich nach einer Trennung auf die Verbindungen zu konzentrieren, die dir gut tun, hilft dir, mit dem Verlust umzugehen und zu merken, dass du nicht alleine bist. Und wenn du liebevolle Beziehungen hast, sind die außerdem ein Maßstab, an dem du dich orientieren kannst und merkst, wenn etwas im Vergleich dazu nicht in Ordnung ist. Vertrau dich kompetenten Menschen an, die dich lieben, dich an dein Licht erinnern, daran, wer du bist, an das, was du verdienst. Verletzungen entstehen in unsicheren Beziehungen und heilen in sicheren Beziehungen. Über die Trennung zu sprechen, um sie zu verarbeiten, steht aber oft erstmal Scham
im Weg. Das ist menschlich, sich nach einer Trennung verwundbar und verunsichert zu fühlen und sich erstmal nicht auch noch den Meinungen von anderen aussetzen zu wollen. Aber du erzählst das ja nicht einfach jedem, sondern Menschen, denen du vertrauen kannst. Ich habe mich damals auch gefragt, was werden die Leute denken? In meinem Fall Hunderttausende, mit denen ich eigentlich so viel offen teile. Ich habe außerdem mit angesehen, wie eine falsche Geschichte erzählt wurde, die die Realität und die Beziehung verleugnet hat. Im öffentlichen Raum nichts zu sagen, hat es schwerer für mich gemacht, es innerlich zu validieren und zu verarbeiten. Ich habe das erstmal nur mit mir ausgemacht, mich aber Gott sei Dank zumindest immer Freundinnen und Experten anvertraut. Wie gesagt, hinterlässt nicht jede Beziehung solche Spuren. Aber das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, auszusprechen, was man erlebt hat und was man fühlt, um eine Trennung erfolgreich zu verarbeiten. Und sei es nur vor einem Therapeuten oder einem engen Vertrauten. Wenn du es aussprichst, kannst du die Beziehung für das sehen, was sie war, und das Ende macht Sinn. Du kannst Frieden mit deiner Geschichte schließen und loslassen. Ich konnte durch Gespräche zum Beispiel sehen, dass es nicht peinlich ist, getäuscht worden zu sein oder etwas zu lange ausgehalten zu haben, sondern verständlich. Ich habe dadurch Mitgefühl für mich bekommen und ich konnte verstehen, dass das, was andere denken, nicht meine Sache ist. Ich habe mich dadurch darauf verlassen, dass sich mit der Zeit alles, was gesehen werden muss, von alleine zeigt, und habe mich dadurch noch mehr auf meinen inneren Prozess konzentriert. Das Ende einer Beziehung, die nicht oder nicht mehr gut für einen ist kein Scheitern, sondern ganz im Gegenteil. Es ist Erfolg, sich wieder für sich zu entscheiden, für wahre Liebe und nichts anderes. Davon zu lernen und dann noch anderen damit helfen zu können. Das zeigt Stärke und Vertrauen ins Leben, dass das, was nicht für dich ist, Platz machen muss für das, was wirklich für dich ist. Sag dir, das ist passiert und ich wähle jetzt etwas anderes. Das ist kein Scheitern, das ist Wachstum. Das traut sich nicht jeder, besonders wer Dysfunktionalität gewohnt ist. Viele bleiben in Beziehungen zu Familienmitgliedern, in platonischen, in romantischen, in denen sie nicht sicher aufgehoben sind. Viele glauben nicht, dass das, was sie wirklich wünschen, existiert. Viele sind lieber in irgendeiner Beziehung, statt mit sich selbst verbunden. Denn es ist auch nicht einfach auszubrechen und mit der Isolation umzugehen, die das zum Beispiel erstmal mit sich bringt. Beispiel, wenn man familiäre Beziehungen beendet und damit als erste und einzige nach Generationen von toxischen Beziehungsdynamiken aussteigt. Mit dem Nachbeben an Gefühlen, Widerstand von anderen und mit allem Neuen, Unbekannten, was dann auf einen zukommt, umzugehen. Das braucht so viel Kraft und Mut. Sowas zu schaffen, ist inspirierend. Push deshalb alle unnötigen Meinungen raus und filtere wieder zurück zu deiner und zu denen von den Menschen, die dich kennen und dich lieben und dir sagen: Ich verstehe dich, ich glaube dir, ich finde dich mutig, du bist stark, du kannst das, du kannst stolz auf dich sein, ich stehe hinter dir, ich bin bei dir. Sei sanft zu dir und verinnerliche nicht die Stimmen von Menschen, die bitter mit sich selbst und anderen reden. Denke in den Momenten an dich als Kind und wie du mit diesem Kind sprechen möchtest. Dieses Kind wohnt immer noch in dir und hört dir zu. Wenn ich ein Kind sehe, sehe ich einen kleinen Menschen, der gerade alle Eindrücke und Erfahrungen sammelt, um eine ermächtigte, erwachsene Person zu werden. Und wenn ich einen Erwachsenen sehe, sehe ich Konsequenzen von dem, was dieses Kind erlebt hat. Wie mit ihm gesprochen wurde, wie mit ihm umgegangen wurde. Und weil ich das weiß, gebe ich mir und dem inneren Kind heute das, was mir fehlte, was ich verdient hätte. Liebe, Achtsamkeit, Respekt, Sicherheit, statt in unsicheren Beziehungen danach zu suchen und darum zu kämpfen. Wir können nichts dafür, in welche Familiendynamiken wir reingeboren wurden und welche Traumahistorie wir dadurch haben. Allein deshalb ist Verständnis und Sanftheit angebracht. Wir können nur versuchen zu verstehen, was deshalb in uns vorgeht und bewusst die Arbeit machen, einen anderen Weg zu nehmen. Das ist ein Prozess, der Disziplin und ganz viel Sanftheit braucht. Was ist das Antidot zu Gewalt? Sanftheit. Wenn jemand hart zu dir war, sei sanft zu dir. Wenn du hart zu dir warst, sei sanft zu dir. Und sanft zu dir zu sein heißt auch, diszipliniert Grenzen wahrzunehmen und zu schützen. Protect yourself how you wish your parents would have protected your sweetheart. Beschütze dich so, wie du gewünscht hättest, dass deine Eltern dein sanftes Herz geschützt hätten. Die meisten Verletzungen sind unsichtbar. Versuch sie nicht nur alleine zu versorgen. Therapie zu machen heißt nicht, dass mit dir was falsch ist, sondern dass du Sinn genug hast, zu erkennen, dass etwas schmerzt und angemessen versorgt werden muss. Wenn du nach dem richtigen Angebot suchst, suchst so lange weiter, bis du das Passende findest. Das erste ist nicht immer ein Match.
Es ist nach einer Trennung zum Beispiel nicht selten, dass eine depressive Verstimmung aufkommt oder eine Depression, dass man ängstlicher wird. Manche fühlen sich abgestumpft und kommen gar nicht an ihre Gefühle ran. Manche schlafen oder essen nicht mehr richtig. Trennungsschmerz zeigt sich auf verschiedene Arten, aber eins ist klar: jedes Beziehungsende, auch wenn es zum Besten war, ist Stress, und ich kann jedem nur ans Herz legen, sich begleiten zu lassen. Manche Beziehungen haben Folgen, bei denen man professionelle Hilfe besonders gebrauchen kann. Ein Prozess für mich war zum Beispiel, mich von Gaslighting zu erholen. Therapie kann aber bei so vielen anderen Sachen helfen. Und wenn es nur ist, mal gehört und verstanden zu werden. Lass dir helfen zu verstehen, was du erlebt hast und es zu verarbeiten. Du musst das nicht alleine machen. Menschen sind auch nicht dafür gemacht, solche Sachen nur alleine zu machen. Und eine Beziehung zu einem Therapeuten ist auch eine Beziehung. Wie gesagt, wir werden verletzt in unsicheren und heilen in sicheren Beziehungen. Und weil Therapie nicht kostenlos für jeden ist, bin ich froh, dass es so viele gute kostenlose Infos online gibt, die erstmal helfen. In der Videobeschreibung könnt ihr eine Liste finden mit Empfehlungen. Was mich durch viele Sachen begleitet hat und besonders nach der Trennung geholfen hat, war Gesprächstherapie, somatische Übungen, die die Verbindung zwischen Körper und Verstand nutzen, EFT-Tapping, um akute Emotionen zu lösen und Glaubenssätze zu ändern, zum Beispiel richtig gut bei Panikattacken oder einfach überwältigenden Gefühlen in dem Moment. Geführte Meditation zum Einschlafen oder um ein bestimmtes Gefühl oder Thema zu verarbeiten, zum Beispiel Trauer, Angst, Wut, Herzschmerz. Gib bei YouTube oder in einer Meditations-App einfach ein Meditation für und dann das Gefühl oder Thema, was dich gerade betrifft. Sound Healing, um richtig tief zu entspannen und auch innere Reisen zu machen. Manche sind auch wie eine geführte Meditation, aber live und dann noch mit den wunderschönen Instrumenten und mit Gesang. Completion Process, das ist eine Art meditative Rückführung, um den ersten Ursprung eines Traumas zu klären. Verschiedene Arten von systemischer Aufstellungsarbeit, um Trauma, ein Problem, eine Beziehung zu ergründen, zu verstehen und Lösungen zu schaffen. Hypnotherapie, Hypnose, was ich gelernt habe, nicht nur drüber reden und nachdenken, sondern vor allem auch fühlen und deinen Körper Sachen verarbeiten lassen. Vor allem, wenn du etwas wieder und wieder im Kopf abspielst und es sich immer noch so anfühlt, als wäre dein Körper immer noch im selben Moment. Oft muss sich der Emotionalkörper einfach entladen, indem du zum Beispiel weinst, dich bewegst, ein Gefühl ganz zulässt. Und das Nervensystem in einem geschützten Rahmen, also diesmal an einem sicheren Ort, in einer sicheren Situation, durch die Vollendung der Emotion und die Lösung durchgehen lässt. Und vielleicht nicht nur einmal und fertig, sondern nochmal und nochmal. Und nochmal. Man kann analysieren und intellektuell verstehen, was die Ursache ist und was man braucht, aber der Körper will eine Lösung erleben. Erinnere dich daran, was du liebst, was dir wirklich gut tut, deine Hobbys, deine Talente und deine Aufgabe, die damit zusammenhängt. Erinnere dich, dass du nicht ohne Grund hier bist und dass etwas auf dich wartet. Durch Spaß an einer Sache kannst du deine Verbindung zu deinen Wünschen und zu deinen Talenten wiederherstellen und dein authentisches Selbst ausleben. Du warst jemand vor der Beziehung. Noch bevor du überhaupt wusstest, dass dieser Mensch existiert, hattest du ein Leben. Und auf dich wartet noch so viel Schönes, so viel mehr, für das es sich lohnt. Und was ich auch sagen will, falls du jemand bist, der gerne und viele innere Prozesse macht und tief eintaucht, du musst nicht die ganze Zeit noch mehr Input dazu holen, noch ein Buch lesen und noch einen Prozess starten. Sei ganz bei der Sache, aber leb auch dein normales Leben. Mach Sachen einfach nur mal, weil du Lust drauf hast, ohne irgendein tieferes Ziel. Ganz ehrlich, lach auch zwischendurch mal über den Prozess. Lach sowieso so viel du kannst und sei einfach ein bisschen albern und sinnlos. Und das hilft sogar, diese Prozesse zu integrieren. It is that serious, but it's also a big joke sometimes. Irgendwann nach einer Trennung wirst du dich natürlich auch wieder auf die Zukunft vorbereiten. Ich glaube, man erkennt durch das Ende einer Beziehung, was man wirklich will. Einige von uns lernen auch, dass sie besser auf sich hätten achten können und wollen noch bewusstere Entscheidungen treffen. Ich glaube, ein gutes Unterscheidungsvermögen, Selbstachtung und Respekt vor der eigenen Intuition können dir dabei helfen. Offenheit und Flexibilität haben ihren Platz, aber du kannst Grenzen für dich festlegen, die nicht verhandelbar sind, damit du deinen Werten treu bleiben kannst. Red Flags, Green Flags zu erkennen, das kann man lernen. Es gibt allgemeingültige Signale,
Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass du einfach lernst und definierst, was für dich persönlich geht und was nicht. Und auf welche Signale du dementsprechend achten willst. Wenn du weißt, was dich ausmacht, wirst du leichter erkennen, was zu dir passt. Oder besser gesagt, wer zu dir passt. Deine Intuition hilft dir dabei, über dein rationales Unterscheidungsvermögen hinaus Entscheidungen zu treffen. Viele kennen ihre Grenzen nicht oder hören nicht, was ihre Intuition sagt, weil sie es nicht gewohnt sind, hinzuhören und sich selbst zu spüren. Beim ersten Signal schon auf dich zu hören, musst du trainieren. Mach eine Liste mit allen Momenten, an die du dich erinnerst, in denen deine Intuition dir was gesagt hat und es gestimmt hat. Alle Momente, in denen du dich auf dich verlassen konntest. Alles, was du wahrgenommen hast, auch wenn du es angezweifelt hast und dich entschieden hast, nicht drauf zu hören, zeigt dir, dass du nie 100% clueless warst, damit du dein Vertrauen in dich und in deine Intuition und deine Entscheidungen stärkst. Mehr über dich gelernt zu haben und mit Hilfe von Therapie oder auf anderen Wegen durch deine neue Selbstfürsorge, vielleicht sogar ganz alte Wunden zu heilen, ist ein wunderschöner Schatz, den dir eine Trennung gebracht hat. Ich finde, der größte Erfolg ist nicht mal, in gesunden, glücklichen Beziehungen zu sein. Ein Erfolg ist schon, keine Anziehung mehr zu Dysfunktionalität und Drama zu fühlen, dir selbst ganz nah zu sein, dass dich Lovebombing gar nicht beeindruckt, dass du automatisch Desinteresse fühlst, wenn jemand Eigenschaften zeigt, die nicht allein sind. Lass dir Zeit, bei dir anzukommen. Wenn du wieder bei dir bist, ist die größte Aufgabe gar nicht mehr zu erkennen, wer nicht zu dir passt und dich davor zu schützen, sondern dein Herz wieder öffnen zu können, Liebe zu erkennen und anzunehmen, wenn sie da ist. Liebe vom Leben, Liebe von Gott, Liebe von dir selbst für dich, Liebe von anderen. Das können dein Nervensystem, dein Kopf, dein Herz, jede Zelle in deinem Körper lernen. Dir zu trauen und somit dich zu trauen, jemand in dein Herz zu lassen. Zu wissen und zu fühlen, ich bin es wert, geliebt zu sein. Ich kann mir selbst vertrauen. Ich kann der Liebe vertrauen. Liebe ist es wert. Passt gut auf euch auf. You got this.